Die gerade verwitwete Sara Rosas Garcia hatte 9 Kinder zu versorgen, als ihre älteste Tochter von den örtlichen Behörden abgeholt wurde. Andrea Garcia wurde beschuldigt, die Schule zu schwänzen und sexuell freizügig zu sein, weshalb man sie in ein staatliches Krankenhaus einwies. Dort schnitt sie bei einem IQ-Test schlecht ab und die Ärzte fällten ihr Urteil. Sie sagten Sara, dass man ihre 19-jährige Tochter sterilisieren würde, damit sie ihre angebliche geistige Behinderung nicht weitergibt. Das klingt wie die Gräueltat eines autoritären Regimes. Der Vorfall ereignete sich jedoch 1938 in Südkalifornien. Wie tausende andere arme, nicht weiße Frauen wurde Andrea Garcia Opfer einer brutalen Eugenik-Kampagne. Bereits seit der griechischen Antike wird versucht, bestimmte menschliche Eigenschaften in der Reproduktion zu erhalten und andere zu eliminieren. Doch im 19. Jahrhundert inspirierte die Entdeckung von Evolution und Genetik eine neue Bewegung, die sich diesem Thema widmete. 1883 gab der britische Wissenschaftler Sir Francis Galton dieser Idee den Namen Eugenik, vom griechischen Wort für edel geboren sein. Dem Kreis moderner Eugeniker gehörten namhafte Wissenschaftler und Reformer an. Zur Optimierung der Gesellschaft wollten sie ausschließlich die Vererbung erwünschter Merkmale zulassen. Doch die Definition von erwünschten und unerwünschten Merkmalen war weitgehend von den Vorurteilen ihrer Zeit geprägt. Ganze Menschengruppen galten für die Fortpflanzung als ungeeignet, darunter Immigranten, People of Color und Menschen mit Behinderungen. Der herbeigesehnte ideale genetische Standard war ein Abbild der Bewegung, weiße Europäer nordischer und angelsächsischer Abstammung. Im frühen 20. Jahrhundert schränkten viele Länder daraufhin die Einwanderung ein und verboten rassenübergreifende Mischehen. Die Maßnahmen der sogenannten Rassenhygiene erreichten ihren schrecklichen Höhepunkt im Dritten Reich. Aufgrund der Eugenik-Kampagne der Nazis wurden systematisch Millionen Juden und Menschen anderer Gruppen, darunter Roma, schwule Männer und Menschen mit Behinderungen, getötet. Abgesehen von ihrer extremen Brutalität entsprach die Eugenikpolitik der Nazis jedoch anderen Programmen auf der ganzen Welt. Mitte des 20. Jahrhunderts führten viele Länder eugenische Maßnahmen ein und die Regierungen von Schweden, Kanada und Japan ließen tausende Menschen zwangssterilisieren. In den USA gab es besonders viele Sterilisationen. Zwischen 1907 und 1979 sterilisierte man dort über 60.000 Menschen. 32 Bundesstaaten erließen Gesetze zur Zwangssterilisation von Männern und Frauen, die als geistig behindert galten. Ein solcher Befund basierte in der Regel auf groben psychiatrischen Diagnosen und den Ergebnissen von IQ-Tests, die sich sprachlich und kulturell gegen die meisten Einwanderer richteten. Besonders problematisch waren diese rassistischen Standards in Kalifornien. Zwischen 1920 und 1945 wurden 59% mehr Latinas sterilisiert als Frauen anderer Herkunft. Und die Sterilisationsrate in Kalifornien war enorm hoch. Allein dort führte man über ein Drittel der Sterilisationen in den USA durch. Dies betraf auch Andrea Garcia, deren Geschichte für tausende Menschen mit ähnlichem Schicksal steht. Mithilfe des berühmten Bürgerrechtsanwalts David Marcus argumentierte ihre Mutter, das Sterilisationsgesetz Kaliforniens verstoße gegen die US-Verfassung und Andreas Recht auf Gleichheit vor dem Gesetz. Einer der Richter stimmte zwar dafür, Andrea zu verschonen, die anderen beiden jedoch nicht. Laut den Akten gelang es Andrea vermutlich, dem drohenden Eingriff zu entgehen. Viele andere Opfer schafften das jedoch nicht. Auch wenn die Eugenik nach dem Grauen des Zweiten Weltkriegs einen negativen Ruf bekam, wurden Sterilisation und andere Praktiken noch jahrzehntelang fortgesetzt. In den späten 1960ern war die Humangenetikforschung differenzierter und die Bioethik drängte den Einfluss der Eugenik zurück. Dennoch setzten Schweden und die USA unfreiwillige Sterilisationen noch mehr als 10 Jahre fort. Schließlich rüttelten Sammelklagen und Proteste in den USA die Gesetzgeber auf und 1979 wurden Kaliforniens Sterilisationsgesetze endlich außer Kraft gesetzt. Leider werden auch heute noch weltweit viele unterdrückte Bevölkerungsgruppen legal und illegal sterilisiert. Dieses Video erklärt dir die geschichtlichen Umstände, die zur Machtergreifung Hitlers und der Entstehung des Dritten Reichs im demokratischen Deutschland führten. Und abonniere unbedingt unseren Kanal, um jede Woche etwas Neues zu lernen.